Wer regiert Österreich? Nicht der Bundespräsident, nicht die Wirtschaftsbosse und auch kein Influencer mit Millionen Followern. Der wahre Herrscher trägt keine Krone. Sein Thron ist ein Drehsessel, sein Reich die Amtsstube. Ein Blick auf unsere Alpenbürokratie, wo der vernichtendste Befehl lautet: in dreifacher Ausfertigung bitte. Spieglein, Spieglein an der Wand, sag mir, wer ist der Mächtigste im ganzen Land? Ist es der Bundespräsident, dem die Verfassung den Oberbefehl über unsere Armee zuspricht? Ist es die Unternehmerin, die tausende Arbeitskräfte befehligt und all das produziert, was wir im Alltag brauchen? Oder ist es der Influencer, dem täglich Millionen an den Lippen hängen? Sie alle sind mächtig. Doch dahinter gibt es jemanden, der ist noch viel, viel mächtiger als sie alle zusammen. Es ist der Bürokrat, der Herrscher über die Amtsstube. Von ihr aus regieren die Beamten die Alpenrepublik und zwingen uns ihrem Willen zu unterwerfen. Es sind die Bürokraten, die darauf pochen, dass selbst bei einem medizinischen Notfall erst einmal Formulare auszufüllen sind. Es sind die Bürokraten, die selbst kleine Einzelunternehmer jedes Jahr zu 250 Stunden Kampfeinsatz in den Papierkrieg schicken. Das sind 6 volle Arbeitswochen. Und es sind die Bürokraten, die dafür sorgen, dass jedes Jahr 320 Millionen Arbeitsstunden in Österreich rein auf Dokumentation und Meldepflichten entfallen. Zusätzlich zur eigentlich zu leistenden Arbeit. Laut Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica kostet Überregulierung alleine Österreich jährlich 10 bis 15 Milliarden Euro. Das sind bis zu 3,8% der Wirtschaftsleistung. Geld, das nicht in Innovation, Löhne, Maschinen, Pflege, Bildung oder bessere Produkte fließt, sondern in Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Lohnverrechnung, Meldungen, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. Die Bürokraten erlassen so viele Gesetze und Bestimmungen, dass in ganz Europa 3,9% der Gesamtbelegschaft in Compliance-Funktionen eingesetzt werden, also in Stellen, die über die Einhaltung der Regularien wachen. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Forschung. Warum lassen wir uns all das gefallen? Wer hat die Bürokraten so mächtig gemacht? Und geht es nicht auch mit weniger Bürokratie? Seit Max Weber wissen wir, dass Bürokratie eine Herrschaftsform ist, die Willkür durch Regeln ersetzt. Entschieden wird nach festgelegten Verfahren, nicht nach Laune, Stimmung oder Beziehung des gerade Mächtigen. Das macht staatliches Handeln berechenbar und jeder weiß im Voraus, woran er ist. Insofern ist es ein Dienst an der Gesellschaft, wenn die Bürokraten die Macht an sich reißen und uns zwingen, ihr zu folgen. Das ist nicht übertrieben. Wer Regeln macht, Informationen verlangt, Fristen setzt und Strafen verhängt, übt Macht aus. Das Problem dabei: Macht macht gierig und Bürokratien neigen dazu, sich auszuweiten. Das hat der britische Historiker Cyril Northcote Parkinson schon vor Jahrzehnten beschrieben. Seine berühmte Regel: Arbeit und Verwaltung dehnen sich unweigerlich aus, um die dafür zur Verfügung stehende Zeit und die vorhandenen Kapazitäten komplett auszuschöpfen. Denn mehr Budget und mehr Personal bedeuten auch mehr Macht für den Behördenleiter. Denn während Unternehmer mehr Gewinn rausholen möchten und Arbeitnehmer aus ihrer Leistung möglichst viel Einkommen erzielen wollen, belohnt die Bürokratie ihre Anhänger anders. Wer in ihr den Weg nach oben schaffen will, braucht möglichst große Abteilungen mit möglichst vielen Arbeitskräften. Und damit die auch immer genug zu tun haben, werden möglichst viele Regeln und Erlässe abgesondert. Und was dann liegt, das pickt. Von den Gegebenheiten in der realen Welt lässt sich ein gestandener Bürokrat nicht beeindrucken. Wichtiger ist ihm vielmehr, was auf dem Papier steht. Ein paar
Beispiele gefällig? Die EU verlangt, dass Techniker alle 7 Jahre im Umgang mit klimaschädlichen Fluoridgasen geschult werden. Das gilt aber auch für Unternehmen, die diese Gase längst durch klimafreundliche Alternativen ersetzt haben. Oder in Österreich müssen auch natürliche Substanzen wie Honig oder Lavendelblätter ein behördliches Zulassungsverfahren durchlaufen, da sie unter die Biozidprodukteverordnung fallen. Das ist selbst bei einem erleichterten Zulassungsverfahren ein enormer Aufwand für praktisch unbedenkliche Naturprodukte. Oder selbst kleine Baubetriebe müssten theoretisch jeden einzelnen verwendeten Kübel zählen, um am Jahresende einen Bericht über die Einhaltung von Wiederverwendungszielen erstellen zu können. Und obwohl moderne Busse digitale Tachographen nutzen, die alle Daten speichern, müssen Fahrer weiterhin ein analoges EU-Fahrtenheft mitführen. Geringste Formfehler, wie ein fehlendes Komma, führen bei Kontrollen im Ausland zu hohen Strafen. Sie ist also schon weit gediehen, die Herrschaft der Bürokraten. Während die USA digitale Giganten bauen und die Chinesen Industriecluster, züchtet Europa Papiertiger. Und in Österreich fühlt sich diese Spezies besonders heimisch und wohl. Andernorts geht es dem Papiertiger aber an den Kragen. In Argentinien etwa streicht Präsident Javier Milei sukzessive tausende Vorschriften, schafft Ministerien ab und reduziert Verwaltungsapparate. Nicht alles davon kann man auf Europa umlegen. Der grundsätzliche Ansatz aber gilt: Erst müssen die Regeln weg, dann kann die Verwaltung schrumpfen. Dazu müssen folgende Prinzipien gelten. Jede Regel braucht ein Ablaufdatum, eine sogenannte Sunset Clause. Nach 10 Jahren muss überprüft werden, hat die Vorschrift gewirkt und brauchen wir sie weiterhin. Zweitens muss für jede neue Regel mindestens eine alte gestrichen werden. Drittens darf Österreich EU-Regeln nicht strenger umsetzen, als es nötig ist. Viertens muss jede Regulierung vor Inkrafttreten auf Kosten, Nutzen und Praxistauglichkeit geprüft werden. Nicht nur juristisch, sondern auch wirtschaftlich. Fünftens muss Bürokratie vom Ergebnis her gedacht werden. Und nicht, wurde das Formular ausgefüllt, sondern ist das Problem auch gelöst. Und am allerwichtigsten: Der Staat behandelt Bürger und Unternehmen oft so, als wollten sie grundsätzlich tricksen. Eine moderne Verwaltung müsste aber umgekehrt funktionieren. Wer sich korrekt verhält, wird in Ruhe gelassen. Wer betrügt, wird hart bestraft. Natürlich brauchen wir auch weiterhin Regeln. Weniger Bürokratie ist mitnichten ein Geschenk an Reiche und Unternehmer, sondern ein Freiheitsprogramm für alle. Selbst für Beamte, die lieber sinnvolle Arbeit tun würden, statt sinnlose Vorschriften zu verwalten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Haben Sie Ideen für bessere Regulierung und schlankere Verwaltung? Dann schreiben Sie bitte an derpragmatikus.com/1000-Ideen. Schauen Sie auch in die neue Ausgabe des Pragmatikus, die sich vielen großen Fragen unserer Zeit widmet. Servus TV On, die Streaming-Plattform für Live-Sport, Dokus und mehr.